Die Reise in der Champions League, sie startet mit einem Heimspiel und einem Trikotpack in der Choreo gegen Racing Strasbourg aus Frankreich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ziel war ja eigentlich ausgegeben, dass ich den Champions League Titel gerne gewinnen wollen würde. Aber da wusste ich auch nicht, dass EA mir das noch schwerer macht und meinen alten Speicherstand löscht. Weil mit der Truppe wäre das möglich gewesen. Mit der Truppe weiß ich das nicht. Ich lasse es aber mal geschehen. Mal gucken. Ich will das Ding gewinnen. Also mit der Einstellung gehe ich rein. Und ob wir es schaffen, weiß ich nicht. Aber ich will auf jeden Fall das Ding gewinnen. Nachdem ich das Finale gegen Barcelona letztes Jahr unglücklich verloren habe, will ich das Ding dieses Jahr holen. Und es geht los gegen Racing Straßburg. Wir haben dann unter anderem noch Fenerbahce, wir haben den FC Sevilla, wir haben Inter Mailand, wir haben Neapel, wir haben Atletico Madrid. Also da sind einige Kracher des europäischen Fußballs vertreten. Und ich möchte auf jeden Fall ins Achtelfinale. Ob ich es über die ersten 8 schaffe oder über die Playoffs, ist mir egal. Ich will aber ins Achtelfinale. Das muss unser Ziel sein. Und das Ziel von euch wird sein, bei der Umfrage nochmal mitzumachen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, Achtung, oder erstmal das 1:0 zu bewundern. Denn die erste Umfrage ist natürlich immer noch am Laufen. Von welchem Kontinent soll unsere erste Mannschaft kommen für den EAFC 26 Karrieremodus? Und dann gibt es bald die Auflösung und dann geht es weiter mit Runde 2. Das ist der Fahrplan. Habe ich euch ja vorgestellt am Anfang dieser Karriere. Achtung, Brandweight, Verwirrung. Und dann können sie erstmal klären. Wie gesagt, von Straßburg, da kenne ich eigentlich niemanden. Aber die haben die letzten 4 Spiele nicht verloren. 3 Siege, 1 Unentschieden. Das heißt, so schlecht sind die auch nicht. Aber wir sind besser. Da ist Fofana! Wir sind besser! Und das ist die Rache für die so halbwegs gute Choreo vor dem Spiel wahrscheinlich. Schön und schnell gespielt. Und wir haben die Spieler, nicht nur Zubimendi, der das gegen Bayern ganz gut gemacht hat, der kann von Weiten schießen. Und Fofana, der kann es auch. Unser Kapitän. Schönes Tor, schön unter die Latte gehämmert. Da kannst du als Keeper nichts machen. Yusuf Fofana, der Startschuss für die lange Reise auf dem Weg zum Champions League Titel. Womöglich, ich weiß es nicht, ist sehr hoch gesteckt das Ziel, aber es ist nicht unmöglich. Bei den wilden Spielen, die wir in der letzten Saison gehabt haben, warum nicht auch in der Saison? Ja, aber jetzt gilt es erstmal gerade so die Heimspiele zu gewinnen. Also wir haben Straßburg zu Hause, wir haben Sevilla zu Hause. Ich glaube, Atletico Madrid haben wir zu Hause. Wenn wir die Heimspiele erfolgreich gestalten und auswärts hier und da mal einen Punkt holen oder auch mal einen Sieg, dann sollten wir es, glaube ich, unter die ersten 8 schaffen. Aber es gibt auch es wird auch kein Selbstläufer. So, jetzt gibt es die Ecke über Navarro. Haben wir eigentlich gut verteidigt bekommen bislang. Und Quiroga macht das zum zweiten. Und Fofana kriegt da den. Oh nein, dann wäre er nämlich vorne weg gewesen. Jetzt fehlt Quiroga auf der Außen und ist wieder dazwischen. Sehr schön. Ball gewinnen, zack. Und dann, wenn es geht, schnell nach vorne. Guck, diese Läufe, die wünsche ich mir viel, viel öfter und von alleine von Fofana. Ja, wenn er sieht, er hat Platz, dann hätte ich ihn auch hochschicken können. Aber gut, das machen ja Champions League-Spieler aus, ne? Viele 50-50-Duelle. Die wird es geben, aber Achtung, die Lücken, die dürfen nicht zu groß werden. Und da ist die Lücke und da ist Uche. Und der Ausgleich. Da ist so ein Glanz auf dem Trikot. Deswegen ist das an einigen Stellen ein bisschen dunkel. Jetzt sehe ich das. Wie auf so einem Smoking. Uche aus 16 Metern. Auch das war klar, dass der reingeht, sofern der vorbei ist an unserer Verteidigung. Die da auch leider wieder nur zuguckt. Und dann geht es auch hier, genau wie in der Liga, natürlich spektakulär los, wie auch sonst. Wie soll es auch anders sein, aber Achtung. So ganz easy peasy dürfen wir es dir natürlich auch nicht machen. Das sage ich auch irgendwie in jedem Spiel und dann wird es doch easy peasy dem Gegner gemacht. Adingra, Ekitike. Guck, das meine ich, diese Wege da außen, die muss er längst von alleine machen oder Ekitike sehen. Oben Fofana, lauf mit, warum steht er da immer rum? Mach's doch, oder mach doch einfach mit. Dann kriegt er auch den Ball. Fofana. Oh, das ist ein klasse Ball. Oh, abseits. Scheiße. Schade, der war richtig gut gespielt hier, aber doch zu weit. Das war so ein Ball à la Lionel Messi. Das war ganz knapp. Durch die ganze Verteidigung an Freund und Feind vorbei. Das war ein richtig starker Ball. Hat nicht viel gefehlt. Schade.
Aber Straßburg, man sieht schon, oder ich kann mir vorstellen, warum die letzten 4 Spiele nicht verloren haben bislang. Also das ist auch ein gutes Spiel. Machen es uns so schwer, wie es nur geht. Leider. Wir müssen einfach dagegenhalten. Wir müssen uns hier reinkämpfen in die Saison. Dass noch nicht alles glatt läuft, ist auch klar. So, Quiroga kann das nicht verhindern, aber Simon ist da. Aber die bleiben drauf. Die bleiben drauf. Fofana wird da ausgespielt. Nächste Chance. Aber der war ein bisschen höher durch. Nanasi. Ja, auch wieder zu viel Platz. Das darf eigentlich auch nicht sein. Und dann fehlt da nicht viel. Und Straßburg geht hier in Führung. So, über die Mitte. Adingra, Cruz über die Seite und Usun in der Mitte. Und Ekitike, der läuft auch mit. Wird freigespielt. Ist aber abseits. Schade. Ekitike. Das wieder zum Thema Timing. Das ist einfach eine 10. Sekunde früher, aber du weißt halt nie, wann rücken sie raus. Du musst das quasi so genau abpassen, dass die Verteidigung, wenn der Ball in der Luft ist, rausrücken. Dann hast du eigentlich Freiraum. Hört sich erstmal leicht an. Ist es wahrscheinlich dann auch. Und Quiroga gegen Navarro. Und Quiroga macht das echt gut. Also da haben wir uns echt einen guten Spieler geholt. Da bin ich bislang sehr, sehr begeistert von. Sehr überzeugt. Der wird noch seine guten Spiele haben. Ich hoffe, davon gibt es mehr als schlechte Spiele. Aber Straßburg, die sind echt gefährlich. Die Eckbälle kommen auch richtig gut. Und Santos. Und dann haben die das Spiel erstmal so ein bisschen übernommen. Fofana oben, da läuft er durch. Oh, schöner Ball von Cruz. Und jetzt Laufkopf gegen Navarro. Den kriegt er nicht, ist zu langsam. Oder kriegt er den trotzdem? Nee. Schade, aber Cruz kann offenbar Diagonalbälle spielen. Ist mir gerade aufgefallen, der kam richtig gut. Aber Straßburg, die machen uns das so, so schwer. Uche unten auf Morera. Das geht zu einfach. Uche, nächste Chance, Santos. Ja, durch dieses 4-3-3, was die haben, dieses etwas breitere 4-3-3, sieht das bislang richtig gut aus. Aber jetzt kommen wir vielleicht über Fofana. Fofana allein gegen alle. Jetzt muss der Abschluss her. Haben wir Glück gehabt. Quiroga bringt eine gute Flanke. Ja, Ekitike. Knapp vorbei. Aber auch hier wieder ein gutes Spiel. Wenn ihr also ein Argument für ein Abo braucht, ein kostenloses Abo, bei mir, dann, sollte das unter anderem auch dafür gelten. Oder dafür ein Indiz sein, ja. Wir spielen gut, spektakulär, Gegner hat viele Chancen. Ist auch besser, muss man fairerweise zugeben. Also so viel kam jetzt von uns auch nicht. Bis auf die Führung, glaube ich, ne? Obwohl, 5:4 Schüsse. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Straßburg ist besser, als es die Statistik aussagt. Da darf man immer nicht so viel drauf geben. Jetzt vielleicht mal ein 4-4-2. Ich probiere es nochmal. 4-4-2. Das hat gegen Bayern nicht so gut geklappt. Ich hoffe, dass das jetzt hier gegen Straßburg vielleicht ein bisschen besser klappt. Boadi, Achtung, unten. Wäre der Gegner durch gewesen. Aber jetzt kommen wir über Usun. Außen. Muss Cruz mitlaufen, aber so nicht. Fofana mit der Grätsche. Und es gibt Gelb. Für Diego Morera. Und es geht sofort weiter. Also Straßburg sehr, sehr unangenehm. Sehr unangenehm zu spielen. Merkwürdige Spielweise. Die spielen auch Dreierkette, sehe ich jetzt gerade. 3-4-3. Nicht 4-3-3. 3-4-3 spielen sie. Normalerweise kann ich das eigentlich gut. Gegen eine Dreierkette spielen mit einem 4-4-2. Aber ihr seht, die laufen so hoch an. Das ist so ähnlich wie in München. Die fangen uns schon an der Mittellinie ab. Und wenn wir dann den Ball verlieren, dann sieht es natürlich blöd aus. Aber wenn nicht, dann haben wir Chancen, Ekitike. Muss ich auch da durchsetzen. Kommt da leider nicht hin. Uche, nächste Chance. Nächster Konter, Navarro unten gegen Quiroga. Ja, ist drin im Zweikampf, ist egal. Wichtig, dass nur der Ball oder der Gegner vorbeikommt, aber nie beide zusammen. So, ein alter Spruch habe ich immer früher gehört. Entweder kommt der Ball oder der Gegner, aber niemals beide zusammen. An dir vorbei, Quiroga wieder im Zweikampf drinne. Richtig, richtig stark. Oh, das war nicht stark. Ja, wir kriegen im Mittelfeld keine Dominanz hin. Vorne auch, da wird Ekitike
gut verteidigt. Da wird Usum gut zugestellt. Gucken, selbst wenn wir den Ball gewinnen und dann schnell umschalten, die kommen direkt nach hinten. Das ist Wahnsinn. Wie die verteidigen bislang, das ist richtig gut. Aber auch die können uns nicht 90 Minuten lang weghalten vom eigenen Tor. Fofana. Der andere Fofana und jetzt Zubimendi. Komm, der kann auch von Weitem schießen. Und jetzt zeigt das wieder. Er macht das, was er gegen Bayern auch gemacht hat. Ein schönes Tor. Und dann der gemeinsame Jubel. Und die 180 noch oben drauf. Sehr, sehr schön gemacht. Da haben sie uns mal Platz gelassen. Da wäre auch die Chance gewesen, Ekitike noch mit ins Spiel zu bringen. Aber offenbar kann der auch mit der Seite ganz gut. Muss ich mir merken. Sehr schön. Wichtig. Hat sich nicht angedeutet. Ist jetzt auch nicht unbedingt hoch verdient. Es geht in Ordnung, würde ich mal sagen. Aber ansonsten spielt Straßburg auch einen guten Fußball. Aber vielleicht war das jetzt so eine Art Brustlöser. Vielleicht wird es ja auch jetzt vom Spielerischen her ein bisschen dominanter. Die anderen Teams werden sich auch schwer tun. Real, Barca, keine Ahnung, wer da alles mitspielt. Die werden auch noch nicht die Sterne vom Himmel spielen. Aber musste eigentlich gar nicht. Weil es fragt hinterher niemand mehr, oh, haben wir viel Platz. Wie du hier gespielt hast. Wenn du am Ende den Pokal holst, am Arsch geleckt, wie gesagt. Das juckt niemanden. Jetzt kommt Hollerbach. Das ist für mich ein sehr seltsamer Transfer. Hollerbach von Union zu Straßburg. Na gut. Jetzt spielen wir mit 2 echten Stürmern. Jetzt kommt Duro mal rein. Ich würde ja auch gerne Wahi mal ausprobieren. Soll ich mal Wahi reinbringen? Komm. Wahi für Ekitike. Dann haben wir noch so einen kleinen beweglichen, explosiven. Der hat 84 Tempo. Gar nicht schlecht. Dann würde ich tatsächlich mal Elias Baum gerne reinbringen. Einfach mal zum Probieren. Einfach mal ausprobieren, wie der sich so spielen lässt. Bahoya noch nicht. Matos für Zubimendi vielleicht. Der hat sein Tor gemacht. Ja, andere Spieler haben wir leider nicht. Ist nicht mehr die alte Karriere. Da kommen die Wechsel. Und mal eine andere Variante. Fofana. Die beiden Fofanas im Zusammenspielen. Vielleicht, ja, warum nicht mal selber probieren. Abgeblockt und er setzt nach. Unser Kapitän. Gut, das war jetzt mal ein Versuch. Haben wir irgendwie einen Linksfuß? Ja, Duro. Duro als Stürmer, weißt du? Egal, macht doch. Warum nicht? Wenn er gute Ecken schießen kann, dann schießt er die ab sofort immer. Mal gucken. Kurze Kostprobe. Ja, richtig gut. Und Wahi. Mit seiner ersten Chance. Ja, gar nicht schlecht. Es sieht jetzt besser aus. Hier fruchtet das 4-4-2 offenbar. Bislang sehr, sehr gut. Elias Baum auch. Der hat auch wahrscheinlich ein hohes Potenzial. Habe ich jetzt gar nicht so genau hingeschaut. Aber wir haben den Platz. Wir haben Duro und wir haben Wahi. Wahi, Fofana. Oh, jetzt will ich es wieder zu kompliziert machen. Matos, Adingra und jetzt rein damit. Schade. Aber auch vorne, ja, wenn du 2 Stürmer hast gegen 3 Innenverteidiger, das ist schwer zu verteidigen. Deswegen haben wir auch den Platz und den Raum, die bis vor den Strafraum zu spielen. So, Adingra, nächste Chance. Guck, vorne, Duro ist wieder frei und jetzt hinterlaufen, Wahi. Elji Wahi abgefälscht. Es geht in eine Richtung. Sehr, sehr schön. Gott sei Dank geht es jetzt nur noch in eine Richtung. Bislang. Wir probieren jetzt mal Matos aus. Ich eröffne einfach eine Castingshow. Frankfurt sucht den Super-Eckenschützen oder so. Matos versucht sich. Oh, und da kommt Fofana mit dem Kopf. Zum ersten, zum zweiten verkauft. Jetzt aber nicht verlieren. Nicht verlieren. Matos ist nochmal da gegen Medina. Und wer ist jetzt im Rückraum? Da ist Duro. Fofana oben auf Adingra. Adingra! Es wird gefährlicher. Ein 3-1 würde mich nochmal ein bisschen mehr beruhigen, aber auch das 2-1 bislang. Es ist verdient. Also jetzt wirklich, wenn wir die letzten 10, 20 Minuten nehmen, ist es verdient, dass wir hier führen, weil wir das vorne gut machen. Hinten verteidigen wir auch bislang richtig gut, aber das heißt ja nicht, dass Straßburg nicht auch nochmal aufdrehen kann. Diarra zum Beispiel. Und jetzt kommt der Ball in die Tiefe und da ist er, da ist Benedikt Hollerbach. Und ich rede so Spieler auch immer wieder stark. Ich habe dafür irgendwie auch das richtige Händchen. Das ist die erste richtig gute Chance seit langer Zeit und diese Bälle in die Tiefe, die bei uns nie klappen. Das, was die KI hier haargenau hinkriegt, 143 km/h. Das war noch nie im Leben 143 km/h, Junge. Aber die kriegen das hin. So würde ich es halt auch gerne ausspielen können.
Ja gut, 2-2. Wieder 4 Tore, wieder viel Spektakel. Und jetzt die große Frage. Wer setzt hier den Lucky Punch oder gehen wir hier mit einem 2-2 in die Champions League Saison rein? Fofana, vorne ist Wahi, Duro ist in der Mitte, da ist Duro, Hugo, Duro, nächste Chance. Es bleibt dabei, wir sind trotzdem besser. Und Duro schießt diese Ecken von rechts, das macht er echt mit am besten. Bisschen flacher gezogen, vielleicht jetzt nicht unbedingt auf Wahi, mal Brentwaite sehen oder so. Jetzt eine schöne Ecke rein, kommt 3,5 Balken, ja, da ist wieder Wahi. Und doch wieder Wahi. Mit der kleinste Spieler, weißt du, der holt sich dann immer die Kopfbälle. So, nächsten Ball abgefangen. Fofana. Kriegt er den? Komm, kriegt er den? Ja. Aber Einwurf für die. Es trudelt so dahin. Habe ich das Gefühl. Es trudelt jetzt so ein bisschen dahin. Straßburg wird eventuell auch nochmal eine Chance kriegen. Aber, Achtung. Jetzt sind wir erstmal wieder dran. Über Fofana, Wahi und der andere Fofana. Duro in der Mitte. Wer kommt da noch mitgelaufen? Adingra oder Duro? Duro muss rankommen. Erstmal geklärt, Fofana, Adingra, schön mit der Hacke freigespielt. Ein Außenbau, muss er mitlaufen, ja, das sind seine Laufwege. Aber die Lücke war nicht da. Das wird die letzte Aktion jetzt hier sein, Fofana. Wer kann sich nochmal durchtanken? Wahi zum Beispiel. Allein gegen alle, Elji Wahi, wer ist da? Duro ist doch da, Adingra, oh nein. Warum? Da habe ich nicht hingespielt. Der Ball, der hätte so nie gespielt werden dürfen. Achtung, jetzt kommt Straßburg. Aber Brentwaite ist da und das war wahrscheinlich... Oh, die letzte Aktion, ja. Und dann starten wir mit einem 2:2 in die Champions League. Schade, es war nochmal was drin am Ende, aber wir haben es nicht gut ausgespielt. Und ich glaube, unter dem Strich geht das in Ordnung. Straßburg wurde dann wieder ein bisschen stärker. Und von daher, glaube ich, ist es okay. Ich hätte gern gewonnen, aber das Remis nehmen wir gerne mit. Und es ist erstmal ein Punkt von vielen, die wir hoffentlich hier in der Ligaphase sammeln werden. Ja, schade. Also ich habe gerade nochmal auf die Statistik geguckt. Ich muss meine gesprochenen Worte gerade nochmal zurücknehmen. Wir hatten 17 Schüsse, Straßburg hatte 5. Aber ich sag's wie immer, selber schuld. Wir haben so viele Chancen, wenn wir die nicht konsequent zu Ende spielen, dann haben wir es halt auch einfach nicht verdient. Und gerade in der Champions League musst du einfach gefühlt jede Chance nutzen, egal gegen wen. Ob da jetzt Atletico, ob wir gegen Straßburg jetzt spielen, keine Ahnung. Jetzt kommt's in der Liga. Zum nächsten Spiel gegen den 1. FC Köln. Die haben bislang 2 Niederlagen, 1 Sieg aus 3 Spielen. Ja, Martel ist so einer, den ich mir auch bei der Eintracht gut hätte vorstellen können. Hussein Basic, da war die Eintracht sogar mal dran vor 2-3 Jahren, glaube ich. Rechtsverteidiger Thielmann, glaube ich nicht, oder? Spielt der Rechtsverteidiger? Naja, wir gucken mal. Also, ich schaue mal auf die Champions League-Tabelle, dass wir alle mal ein bisschen beruhigter sein können, dass das im Prinzip alles noch nichts aussagt. Oben die Bayern wahrscheinlich erster, genau, dann Gladbach, Leverkusen, Hoffenheim. Darmstadt ist auf dem 8. Platz, dass die 3-0 in Dortmund gewonnen haben. Überrascht mich auch ein bisschen. Also, 23. Aber ihr seht, da sind auch Mannschaften wie Sociedad, Liverpool ist 29. Die haben verloren. Steaua Bukarest, also das wird sich zurecht rücken. Wer ist ganz oben? Erster Tabellenführer, gucken wir mal. Legia Warschau zum Beispiel, auch 6. Die werden da auch ein bisschen weiter nach unten rutschen. Und Neapel ist tatsächlich der erste Tabellenführer. Gegen die spielen wir auch noch. Die haben 5-1 gewonnen. Naja, also es sind noch 7 Spiele in der Champions League. In der Bundesliga sind es auch noch ganz, ganz viele Spiele. Und von daher gehen wir rein ins nächste Spiel gegen den 1. FC Köln. Denkt nochmal dran an die Umfrage. Ich weiß, euch kommt schon zu den Ohren raus. Wahrscheinlich, aber macht nochmal mit. Und dann gibt es auch bald den zweiten Teil der großen EAFC 26 Umfrage. Macht's gut. Ciao, ciao.